Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir befinden uns jetzt noch gerade im Livestream vom W41 Serverstart. Wir haben den Server, würde ich mal sagen, geruled die erste Stunde. Und davon, denke ich mal, wird auf jeden Fall noch ein kleines Highlight-Video daraus geschnitten werden. Ja, wir haben es geschafft, uns mit der Hilfe von Paul, der war übrigens auch mit dabei, uns kurzzeitig auch sogar Rang 1 zu sichern. Momentum Glory hat von 1 bis 6, glaube ich, alles belegt und in den Top 30, glaube ich, irgendwie 10, 11 Leute oder so gehabt. Und im Hintergrund seht ihr jetzt noch gerade den Chat, ja, und das sind die Leute hier gerade noch aus dem Stream. Und wir haben, so beschlossen, das hatte ich ja auch schon im Video angekündigt gehabt, mal vor einer Zeit lang, so eine kleine Art Fragerunde zu machen. Ja, da haben ein paar Leute Bock drauf und wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt oder so, dann könnt ihr die sehr gerne jetzt in den Chat stellen, ja. Ist doch freundlich, die grüßen euch alle, ihr seid jetzt alle im Video quasi mehr oder weniger verewigt, ja, und im Hintergrund würde ich mal sagen, schauen wir noch so ein bisschen auf unsere Server. Wir können hier nochmal einen ganz kurzen Blick nochmal reinwerfen, so sieht es momentan aus hier. Sind jetzt schon ein bisschen abgeschlagen, sind jetzt aber auch schon über eine Stunde hier auf dem Server drin. Das heißt, wir verlieren langsam unseren Moment vom Glory. Ja? Unsere Glanzstunde ist mehr oder weniger langsam vorbei, aber wir haben uns hier sehr gut platziert, auf jeden Fall auf dem Server. Und nebenbei gucken wir mal immer, was der Chat so zu sagen hat. Und gucken mal ganz kurz, ich muss mal schauen, wie ich da hinterherkomme. So, der Jeremy hat hier, glaube ich, die erste Frage. Was würdest du von einem Berufesystem halten, wie in WoW, dass jeder für sich darin seine Vorteile hat? Meinst du jetzt hier in Shakes and Fidget? Weiß ich nicht, wie man das hier großartig umsetzen könnte. Ist ziemlich schwierig, aber in WoW scheint mir das doch relativ gut machbar zu sein. Weiß ich nicht, wie man das umsetzen kann. Wann hast du mit Shakes and Fidget angefangen? Mit dem Serverstart von S31. Ich weiß nicht ganz genau, wann das war. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo nebenbei. Am 7.2.2014 hat S31 gestartet. Ja, und ich habe circa 3 Monate danach habe ich dann angefangen, Shakes and Fidget zu spielen. Also ist schon eine Zeit lang her. Also kannst du etwa so im Mai 2014 kannst du so sagen, habe ich etwa angefangen, mit Shakes and Fidget. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwelche Fragen? Wie viel Geld hast du insgesamt in Shakes and Fidget investiert? Sehe ich noch gerade als Frage hier. Ist auf jeden Fall jetzt über die Jahre gesehen ein bisschen was zusammengekommen. Es ist ein niedriger vierstelliger Betrag, also knapp über 1000 Euro würde ich mal behaupten, habe ich jetzt hier in dieses Spiel reingesteckt. Aber man muss auch dazu sagen, dass das natürlich über die Jahre verteilt natürlich dann sich so ein bisschen aufteilt und dann seit 2014 kann man sich so, also es gibt natürlich Leute, die deutlich mehr als ich rein investiert habe, aber 1000 Euro sind natürlich schon ziemlich viel. Frage, was ist deine Meinung über Leute, die SF-Bots benutzen? Halte ich nicht viel von. Ich spiele ohne Bots, weil ich finde, wer Shakes and Fidget mit Bot spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, der kann es auch meiner Meinung nach gleich sein lassen, weil was spielst du dann? So, dann spielst du ja quasi gar nichts mehr. Großartig. Du lässt halt deine Sachen vom Bot erledigen und du machst halt nichts mehr auf dem Char. So, also weiß ich nicht, ich sehe den Sinn dahinter nicht, Shakes and Fidget mit einem Bot zu spielen, weil dann für mich die Frage ausbleibt, warum man überhaupt Shakes and Fidget spielt, wenn man denn einen Bot benutzt. So, also hat für mich keinerlei Sinn irgendwie. So. Wie bist du auf SF-Game gekommen? Damals durch Kumpels in der durch Kumpels bin ich da drauf gekommen. Die hatten dann halt Shakes and Fidget auf dem Handy gehabt und ich hatte das dann damals, zu Ausbildungszeiten dann auch ein Handyspiel gesucht gehabt, was man so nebenbei in der Schule ein bisschen zocken kann. Und im Prinzip, bin ich dann dabei dann drauf hängen geblieben, sag ich mal, irgendwie. Und mittlerweile spielt von meinen Kumpels keiner mehr. Ja, ich bin der Einzige, der durchgezogen hat über die Jahre. Hölschreichs Wille war ja die Gilde, in der ich zuerst drin war.
Und ja, das war halt eine Gilde von einem Kumpel von mir und da waren halt sehr viele andere Kumpels noch mit bei und ja, die Gilde gibt es halt mittlerweile nicht mehr, weil da alle inaktiv geworden sind. Ja, deswegen habe ich halt auch Hölschreichs Wille in meiner Charakterbeschreibung als Tribut für die schöne Zeit damals. So, wir können hier noch nebenbei noch ein bisschen, ich muss ja auch effizient bleiben, so, ne? Also ich lese gleich sofort weiter. Zack, boom, boom. Müssen nur ein bisschen Alu annehmen hier. So, was haben wir noch? Was sind deine weiteren Ziele mit deinem Main-Char? Ich weiß nicht. Also ich setze mir jetzt momentan nicht mehr wirklich sehr viele Ziele. Eigentlich nur noch Etappenziele. So immer jetzt als nächstes 520, jetzt so, weiß ich nicht. Das müssen ganz kleine Ziele sein. Also ich setze mir jetzt keine großen Ziele mehr. Natürlich würde ich es irgendwann gerne schaffen, als großes Ziel, ja, mich hier ganz oben zu sehen. Aber ob das so möglich sein wird mit meinem Spielstil, den ich verfolge, weiß ich nicht. Da ich ja immer noch relativ viel auf Erfahrung gehe, wird das wahrscheinlich eher weniger der Fall sein. Noch andere Hobbys außer SF und 3 Uhr nachts Jogging-Streams. Schwierig, ja. Ich mache halt wirklich sehr, sehr gerne Sport. Da verbringe ich eigentlich 2 Stunden am Tag mit alleine für Sport und dann hast du noch Shakes and Fidget. Dann hast du noch deinen normalen Job, was ich hier auch übrigens lese, relativ häufig. Was machst du hauptberuflich? Hauptberuflich bin ich halt als Pfleger in einem Behindertenheim angestellt, ja, und dort versorge ich dann halt die Leute. Das ist mein Hauptberuf, den ich verfolge, ja, und das ist auch, denke ich mal, auch die Frage, die hier auch am meisten gestellt worden ist, die aber auch schon am meisten beantwortet ist. Ja, das haben wir schon ziemlich häufig, aber es sind ja nicht immer alle Leute mit hier am Start. Aber ja, das ist mein Hauptberuf. Und ja, mit dem, was ich hier auf YouTube mache, kann ich mir halt noch einen kleinen Obolus halt noch nebenbei verdienen, kann zumindest dafür sorgen, dass ich meinen Pilzstand hier abdecken kann. Auf meinen Servern, ja, und das ist halt auch sehr, sehr ehrenvoll von euch, dass ich das machen darf hier. Ich kann halt mehr oder weniger fast free spielen, aber ich spiele halt auch nicht sehr pilzintensiv, das wisst ihr ja, aber ja, dafür reicht es dann auf alle Male und vielen lieben Dank auch nochmal für den ganzen Support über die letzten Jahre, was da so passiert ist halt ziemlich krass, ja. Wann hast du mit YouTube angefangen, sehe ich noch gerade hier als Frage. 2011 habe ich meinen Account erstellt und ich glaube Ende 2011, Anfang 2012 mein erstes Video gemacht. Damals noch andere Sachen außer Shakes and Fidget, halt sehr viel nicht Counter-Strike, wie heißt Call of Duty, ja, dann sehr viel Alex, dankeschön übrigens für dein Abo, ja, du bist jetzt auch im Video hier. Ja, dann eine Zeit lang sehr viel Clash Royale, sehr viel League of Legends und sowas alles. Kann man alles noch nachvollziehen auf meinem YouTube-Account, ist alles noch drauf. Genau, ja, vielen lieben Dank auch für die netten Worte hier übrigens. Das freut mich wirklich sehr zu hören, dankeschön. Was glaubst du, wie weit du wärst, wenn du immer noch Free-to-Play wärst mit deinem Mage? Ich glaube, dann wäre ich, ja, ich weiß nicht. Vielleicht so im Bereich von 450, 460. So würde ich es etwa einstufen. Ja. Aber ob das natürlich stimmt, kann ich jetzt, ja, weiß ich nicht, kann ich natürlich nicht großartig beurteilen. Ja. Könntest du dir vorstellen, außer SF noch alte Let's Plays aufzufrischen, wie zum Beispiel Clash Royale? Ist schwierig. Triforce hatte ich dir auch gestern schon beantwortet, so, ne? Wenn ich irgendwas anfange, dann ziehe ich das eigentlich auch durch, aber wenn ich dann wirklich irgendwas eines Tages aufhören sollte, dann ist es meistens auch wirklich für immer. Ich weiß es nicht. Es war eine sehr coole Ära gewesen damals mit Clash Royale, hat sehr viel Spaß gemacht, auch sehr competitive gespielt eine Zeit lang und ja, wenn man da raus ist, das ist eigentlich auch so wie League of Legends, dann hat man da eigentlich keine Lust mehr drauf. Auch lange Zeit gespielt, aber ja, wenn man dann raus ist, es macht halt keinen Spaß mehr. Es kann keinen Spaß mehr, nochmal so viel sich anzueignen, was über die Jahre jetzt neu dazugekommen ist. So, ne? Weil man halt man kennt halt den alten Standard von sich selbst, so, und das ist halt ein sehr hoher. Und wenn man dann neu anfängt, dann ist man sehr unzufrieden mit sich selbst, weil man halt nicht mehr so gut ist wie früher. Also das nervt mich halt und deswegen ist das auch der Grund, warum ich meistens solche Projekte dann nicht mehr anfangen werde, ja.
Was hast du mit deinem ersten Verdienst von YouTube gekauft? Das kann ich euch sagen. Das kann ich euch sogar zeigen, wenn ihr das wollt. Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Das finde ich ist auch eine sehr, sehr coole Frage. Und zwar ist es ja so, das kann man ja öffentlich sagen, wenn man bei YouTube mit seinen Videos Geld verdient, dann hat man da quasi ein AdSense-Konto, wo das Geld drauf gelagert wird. So. Und die erste Auszahlung, die man machen kann, ist erst ab 70 Euro. Das ist bei Twitch irgendwie auch so. Wenn man bei Twitch irgendwie seine Subs hat und seine Donations und so, kann man da, glaube ich, erst irgendwie ab 100 Euro oder so einmalig auszahlen. Ich weiß es nicht ganz genau, wie es bei Twitch ist, aber so habe ich das mal gehört. Und bei YouTube ist es halt 70 Euro. Wenn man 70 Euro erreicht hat, kann man sich das auszahlen lassen auf sein Konto und dann hat man das Geld quasi auf sein Konto so. Und das erste, was ich mir damals gekauft hatte für 70 Euro, da habe ich, glaube ich, anfangs noch, ich glaube, irgendwie drei Monate gebraucht, um diesen Betrag von 70 Euro zu erreichen. Das kann ich euch mal zeigen. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Ja, da kam auf jeden Fall der Förster in mir hoch, sag ich mal. Und zwar ist das diese Jacke hier. Also ich weiß nicht, zu der Zeit hatte ich irgendwie, keine Ahnung, einen Trip dafür, Camouflage zu tragen. Und diese Jacke hier, die hat halt 70 Euro gekostet. Und ja, die habe ich mir dann bei DevShop bestellt gehabt. Ist von Alpha Industries, die Jacke. Bin ich sowieso ein Freund von. Vielleicht habt ihr das auch schon öfter mal gesehen. Ich trage halt relativ viel Alpha Industries und das ist halt eine Jacke davon. Ziemlich cool. Die hat halt 70 Euro gekostet. Und da wird, ja, der erste Lohn, den man bekommt bei YouTube, dann erinnert man sich halt daran, was es genau war. Und bei mir war es halt diese Jacke hier. Da habe ich mir die Jacke von gekauft. So. Ja, ziemlich cool das Ganze. Also ist jetzt natürlich nichts Besonderes jetzt, sag ich mal, irgendwie sich so eine Jacke dazu zu legen, aber ja, ich war halt damals Fan von Alpha Industries oder bin es immer noch und ziemlicher Camouflage-Fan damals gewesen und deswegen, ja, ich kann mich da halt wirklich so gut dran erinnern, weil es halt der erste Lohn war, den ich mir auszahlen lassen habe von YouTube und deswegen, genau, ja, war das gewesen. Die sieht auch angezogen ziemlich fresh aus, muss ich sagen. So, haben wir noch hier irgendwelche Sachen? Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Video geht mittlerweile. Aber es kommen auch die meisten Fragen wieder doppelt. Beruflich hatten wir vorhin schon. Kommt denn im Video nachher nochmal vor. Wie lange wirst du noch YouTube machen? Das kann ich dir halt wirklich ziemlich schwierig beantworten. Weil halt... Ja, keine Ahnung, ich lebe halt mehr oder weniger in den Tag hinein. 109 Minuten geht das Video, ja. Das ist die Streamlänge, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Solange mir das Ganze noch Spaß macht und solange ich da wirklich sehr viele Lust habe daran zu machen, was ich hier halt mache und solange, ja, keine Ahnung, dann immer noch ein paar Leutchen mit dabei sind, die das Ganze dann auch interessiert, wird es mich wahrscheinlich auch noch auf ewig geben, falls nicht irgendwas dazwischen kommt oder so. Das weiß man halt immer nie, das kann ich euch nicht sagen, aber ja, momentan kann ich euch nur so viel sagen, dass ich noch immer sehr viel Spaß an YouTube habe und YouTube-Videos zu produzieren und halt auch ab und zu mal Streams zu machen und ja, das ist eigentlich das, was ich so dazu sagen kann. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, wir lassen das Video gar nicht mal zu lange werden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wann ich aufgenommen habe und wie lange ich aufgenommen habe. Aber ich würde mal sagen, keine Ahnung, es wird jetzt schon eine Zeit lang sein, ja. Ich kann es jetzt überhaupt nicht einschätzen, so. Aber ja, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne nochmal verabschieden hier im Chat. Dann könnt ihr alle nochmal Tschüssi, nochmal einen schnellen Winker, nochmal in die Kamera. Ja, der Smalley ist auch noch hier kurzzeitig am Start, Alter. Grüße gehen raus. Freut mich, dass du hier auch wieder mit am Start bist, ja. Ja, und circa 10 Minuten, dann ist ja sehr gut, ja. 10 Minuten, passt. Länger braucht das Video auch nicht werden. Ich verabschiede mich damit. Freut mich, dass ihr hier mit teilgenommen habt. Live im Video, live quasi im Stream ein Video zu machen. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Aktion. Ja, da sagen sie alle nochmal Tschüssi. Ja, fühlt euch alle auf jeden Fall gegrüßt, die das hier im Nachhinein auf YouTube sehen werden. Und ja, ich bin damit raus. Der Chat verabschiedet sich auch. Und hier im Stream geht es jetzt natürlich noch gleich weiter, ganz klare Sache, aber für das Video war es das auf jeden Fall gewesen. Ist auch, denke ich mal, auch eine ganz coole Sache, denke ich mal. Und ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.